Zuschauer gelangen auf meinen Kanal. Und das freut mich sehr. Hello around the world. We do German microgold mining here. Hola amigos y amigas. So, die Tüte kommt und auch für kleine Aktionen, so wie jetzt hier mit so einem großen Gartenspaten, das ist alles nicht Optimus Prime. Wir wollen natürlich Optimus. Wir sind nicht umsonst die Berlin Bedrock Warrior. Baker 11117 Gold ist in Sicht. Fette Scheiße. Spüle mal kurz. Müsst ihr sehen. Ich hoffe, da kleckert jetzt nicht. Und zack. Richtig geil. 1A Material da unten. Von euch ist es denn rechte Seite. Die links, sorry. Und auch in Polnikow die Schaufel seht gerade. Das passt ja. Polnische Schaufel, polnischer Pede. Der absolute Knaller. Und vergesst nicht, Ostern sind wir an der Front. Direkt die Flussrinne am Start. Es wird richtig knallen. So. Material weg. Und jetzt Wasser rein. Können wir auch noch fangen. Und dennoch im Glas machen. Kommt auch noch mal ein Special. Gold richtig sortieren. Das wird die nächste Folge. Gold richtig sortieren auf dem Blue Table. Wir bauen einen eigenen Miller Table Special. Das wird krass, Männer. Wenn ihr Bock habt auf diese Action-Abenteuer, dann bleibt dran, abonniert. Und wenn ihr richtig cool seid, dann lasst ihr sogar noch ein Like da. So, jetzt schauen wir mal rein, was hier als Rest drin ist. Jetzt halte ich euch gleich mal unter die Nahaufnahme, weil selbst hier ist ja noch Gold drin. Da ist ja jetzt der Mikrostaub ist raus. Und trotzdem haben wir hier noch hochkonzentriertes Material, was sich jetzt ja auch noch besser waschen lässt, weil dieser kleine Schlamm, alles was kleiner als 120 Mikron ist, raus ist. Sieht es richtig dicht. Da muss man auch mal richtig kloppen, dass sich die Poren wieder öffnen. Kann das alles ab, hoffentlich. Aber das Gold auf jeden Fall. Das Sieb hält, weiß ich nicht. Mache ich heute auch zum ersten Mal. So, auch mal mit der Hand nochmal nachhelfen. Schön durchmassieren, dass das Gold sich rauslöst. Wir wollen ja was sehen. Ja. Da muss man nicht nach Alaska fahren oder in die Alpen. Hier bei uns in der Hauptstadt gibt es auch Gold. Ein Goldwashing. So. Genau. Hier läuft alles. Wie ist es denn? Oh, Stunde ist schon rum. Ja, die Zeit rennt, die Zeit rennt. Dann geben wir jetzt mal Gas. Deswegen ist es gut, deswegen will ich das schneiden für euch Freitag. Dann habt ihr am Wochenende die ganzen Action-Szenen zusammen. Und für die Hardcore-Fans lasse ich natürlich den ungecutteten Teil auch online, damit ihr alles live genau mitkriegt. So, Mikrogold hat sich gesetzt. Wir kippen jetzt mal ab. Kamera noch aktiv. Ja, super. Im Idealfall lässt man das natürlich über Nacht stehen, wa? Das ist jetzt hier alles live. Oh, geil. Seht ihr das? Wie geil dieser Sand aussieht? Ich setze mal kurz rum. Ich sehe, dass ihr das seht, weil das ist hier Highlight. Goldwaschen in Deutschland. Das ist Action. Seht ihr dieses Mikrogold?
Muss den genauen Winkel finden. So. Da hängt der ganze Sand jetzt drin und den waschen wir jetzt in diesen Rinn. Let it run. Die Schaufel, die liegt noch in dem polnischen Beutel und ich hole jetzt auch mal die polnische Ware ran, den polnischen Paydirt. So, hier ist der Stoff aus Polen. Feinster Paydirt für eine Oder. Schaut in die Shorts hier rein. Da wisst ihr, wie die Geschichte losgeht. Das ist Teil der 1 Kilo Paydirt Challenge. Wir suchen verrückte Orte raus. Wenn ihr verrückte Orte habt, schreibt sie rein. Wo soll ich suchen? Hier auch nochmal die Aufnahme. Die Pfanne, weil es hieß, die wurde nicht eingeschliffen in den Kommentaren. Hier, die ist eingeschliffen. Mit 200er hat er recht. Ist auf jeden Fall richtig. Für normales Gold in Bayern und bis irgendwo. Aber hier in Berlin nehmen wir eine feine Messingbürste. Oder idealerweise 800er oder 600er. 200er ist zu grob. Kann man ausrechnen. 200 mm Schleifpapier mit 200 Körner pro Quadratzentimeter. Das ist zu groß für unsere Angelegenheit. So, wir haben 2 Proben genommen und das ist Nummer 2. Merkt es euch, Männer, bevor ich das vergesse. Die eine Seite von dieser Bucht und dann die andere Seite. So haben wir einmal die Spülkante und einmal die andere Kante, wo der Sog von der Strömung ist. So sieht das Ganze aus. Auch sehr kieshaltig. Ich hoffe, ihr seht es. Ja, super. Genau. Ich finde die Technik auf jeden Fall geiler wie letzte Mal. Jetzt kommt erstmal noch der Special Move. Jetzt kommt hier super feiner. Alter. Das ist wie Eiscreme. Wie Eiscreme. Der absolute Hammer. Ich hoffe, ihr seht es. Die Konsistenz so fein und ab in die Rinne damit. Nicht so viel. Geil. Richtig geil. Boah. Ich hoffe, ihr seht es. Warte mal, ich probiere mal hier. Seht ihr diesen Sonnenlichtstreif? Da. Halt mal ein bisschen länger ruf, dass der Autofokus kommt. Das ist der Knaller. Welchen aufmerksamen User fällt auf, was da fehlt? Der Kaffeeweißerbecher, genau. So, weiter geht's. 19 Aufrufe schon, coole Nummer. Schön, dass ihr reinschaltet, ich freue mich. Jetzt probieren wir heute mal was anderes aus. Ne, machen wir nicht. Wir nehmen den Kaffeeweißerbecher. Ah, der ist da. Und der andere ist natürlich wieder nicht da. Kennt ihr das auch? Wenn ihr was braucht, ist es nicht da. Wenn ihr was sucht, findet das nicht. Wenn ihr es nicht braucht, dann grinst euch das so hässlich an, so nach dem Motto, ey, guck mal, hier habe ich mich versteckt die ganze Zeit. Dadurch, dass die Rinne hier größer ist, können wir hier natürlich auch mehr Rind feuern und richtig waschen. Ich schätze mal 8, 9 oder 10 Grad hat die so, ja. Aber wir sind ja hier, damit wir das ausprobieren. Und der sieht sehr gut aus. Zack. Habt ihr Bock auf die Videos? Schreibt mal rein. Wie sieht's aus?
Oh, geil. Die Vortex-Matte fehlt noch, sehe ich gerade. Und jetzt guckt euch mal dieses 120 Mikron Material an. Das ist der absolute Knaller. Und wir machen jetzt erstmal das Licht klar. 430 Lumen. So, da bin ich wieder. Sorry Leute. Schlechte Vorbereitung. Aber ich habe hier mehr Technik verbaut wie auf dem Space Shuttle. Etliche Kabel, Stecker, Steckdosen, Pumpen und so weiter. Da kann man auch mal ein Kabel vergessen. So, du kommst hier ran. Wir haben hier wirklich 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 12 Steckdosen in Action. Nur fürs Gold. So, schreibt mal einen Kommentar. Wie findet ihr die Sachen? Hier. 120 Mikron. Da glitzert die ganze Schaufel. Der absolute Knaller hier. So, die machen wir heute ohne kaffeeweißer Dose. Um mal zu schauen, wie sich die ganze Geschichte hier verhält. Sieht aus wie Eiscreme. Leckere Goldeiscreme. Habt ihr Gold schon mal gegessen? Gibt ja auch diese Freaks, die sich ein Steak vergolden und so weiter. Was haltet ihr davon? Schreibt mal rein in die Kommentare. So, seht ihr, wie schön die arbeiten? Oh, da habe ich auch noch eine 20er Testmatte aus dem Discounter gekauft. Der absolute Knaller. Eine Hundeleckmatte. Wenn ihr die seht, dann denkt ihr, das ist die perfekte Riffelmatte zum Goldwaschen. Absoluter Hammer. So, jetzt gucken wir mal, dass wir den etwas lebendig kriegen. Muss ich wohl wahrscheinlich das nächste Mal, wenn ich in den Wechselhaus drehe, ein Rollo vormachen oder irgendwas. Mal kicken. Okay. Dann sehen wir natürlich auch den 120 Mikron Staub viel feiner in der Pfanne. Dadurch, dass die ganzen großen Stücken raus sind, muss man sich dann quasi die Etage tiefer denken. Die großen Stücken sind raus. Das Gold verhält sich dann natürlich auch anders. Musst dir vorstellen, als wenn eine Ente von einem Wal weggeschubst wird im See. Die kommt ja auch nicht klar. Aber wenn nur Enten da sind, dann ist es gleichmäßig. Und so verhält sich das dann auch gleichmäßig. Machen wir ein bisschen Dampf hier rein. Weil irgendwie habe ich das Gefühl, die wäscht nicht gleichmäßig. Die schräg. Ich klicke euch mal hier oben wieder ein. So, nochmal Zoom probieren. Kommt schon. Genau. So, nochmal kurz Zwischenlicht zur Blue Ball. Man sieht dieses super feine Zeug. Die lassen wir jetzt mal richtig lange laufen. Und sichern dieses Material vom letzten Video erstmal in der Pfanne. Damit wir heute auch noch 120 Mikron in der Blue Ball sehen. Ich denke euch mal wieder rüber zur Rinne. Webseite verlassen, nee. Abbrechen. Verbindung kommt gleich wieder. Abbrechen. Muss man auch nicht. So. Ich mache es mal so, dass ihr es auch seht. Super feines Material. Ich werde jetzt natürlich nicht rausspülen, weil ich habe ja die ganze Tuppe vorhin sauber gemacht. Da verlinke ich euch mal ein Video hierzu. Und dann könnt ihr euch das ganze Material nochmal reinziehen. Wochenende soll regnen. Knallt euch auf die Couch, reißt ein paar Bier auf.
eine Tüte Chips, Schokolade. Lasst es euch gut gehen. Und ich wasche hier für euch. Gerne, schreibt rein. Worauf habt ihr Bock? Was soll ich waschen? Wie, wo? Wir haben Osterspecial. Da sind wir live an der Front. Waschen und gehen live vom Wasserkante aus online. Im Livestream. So, damit auch nichts verloren geht, wird das Wasser natürlich hier reingekippt. Dann kann ich da noch mal ein bisschen absetzen. Und hier seht ihr dann das Material aus der Video. Das ist nicht besonders. Ich hoffe, ihr seht es. Wird auch hier sicher weggestellt aufs blaue Tablett, wo das andere Material auch liegt. Und das gucken wir, wie gesagt, in der nächsten Sendung. Gibt es ein Special, wie wir aus diesen ganzen Sachen hier dann, die wir in der Pfanne haben, auch das Gold richtig raus extrahieren und im Glas sichern. Ostsee versus Nordsee Special. Zieht euch rein, den Short verlinke ich hier. Gibt es auch nochmal. Wir prüfen, wie viel Gold ist in der Nordsee, wie viel Gold ist in der Ostsee. So. Da nehmen wir auch jeweils 1 Kilo und vergleichen dann die Goldmengen, die im Mikrometerbereich die Blue Bowl ausrichten. Ich habe hier extra Streifen an der Blue Bowl dran. Die habe ich markiert, wo die 100% in Waage stand. Somit weiß ich, wenn die Tuppe in Waage steht, dann ist die Blue Bowl auch in Waage. Nice to see you. Hi, hi. Trick mitkriegt, damit, wenn ihr Bock habt, selber zu waschen, könnt ihr da für euch das Beste rausziehen. Ich will euch nur mein Wissen weiterleiten. Beschäftige mich seit 15 Jahren damit. Und der Januar war so kalt, da hatte ich einfach Bock und dachte, ich mache mal ein YouTube-Video. Dann kamen die ersten Klicks und so hat sich das entwickelt. Vielen Dank nochmal für eure Community, für die Kommentare, für die Likes, für die Abonnenten. Macht Spaß, fühlt sich gut an. Und wenn ich euch damit eine Freude mache,